Auf der sonnenverbrannten Steppe Kenias durchqueren Gnus und Zebras den reißenden Mara-Fluss und sind dabei ständiger Gefahr durch Raubtiere ausgesetzt. Werden sie es bis ans andere Ufer schaffen? Oder werden sie für immer im Kreislauf von Leben und Tod gefangen bleiben? Kenia, die brutale Wanderung der Wildtiere in der Savanne. Im Osten Afrikas erscheint Kenia wie eine grandiose Symphonie der wilden Natur. In der weiten Masai Mara-Ebene, wo die rote Erde auf den tiefblauen Himmel trifft, neigt sich das hohe Gras im Wind. Die unberührte Schönheit dieses Ortes ist auch Schauplatz eines der größten Naturwunder der Welt der großen Wanderung von Millionen von Wildtieren. Jedes Jahr, wenn die Trockenzeit aus der Serengeti hereinbricht, verdorrt das Gras, versiegen die Wasserläufe und scheint das Leben stillzustehen. Doch aus dieser Verwüstung entsteht neues Leben. Urinstinkte erwachen und verbreiten sich wie ein unsichtbares Signal über die Steppe. Und so machen sich Hunderttausende von Lebewesen auf den Weg des Lebens, des Überlebens und des ewigen Kreislaufs. Wenn sich die Jahreszeit auf der Steppe ändert, tauchen in der Ferne die ersten Umrisse auf. Es sind Gnus. Mit ihrem Instinkt als Wegweiser beginnen sie als Erste die große Wanderung und ebnen den Weg für die Tierherden, die nach Kenia strömen. Mit ihrem kräftigen Körperbau, ihrem dunkelgrauen Fell und ihren gebogenen Hörnern sind sie ein Symbol für Kraft und Ausdauer. Über 1 Million Tiere bewegen sich gleichzeitig und bilden einen riesigen Strom von Lebewesen, der durch die Landschaft fließt. Die Gnu sind nicht so flink wie viele andere Tierarten, aber dank ihres Herdentriebs können sie überleben. Bei Gefahr ändert die gesamte Herde gleichzeitig die Richtung, sodass Raubtiere nur schwer zuschlagen können. Der Zusammenhalt ist ihre stärkste Waffe, mit der sie die strapaziöse Reise überstehen. Auf ihrer Wanderung bahnen sie sich einen Weg, bilden einen lebenden Schutzschild und helfen schwächeren Artgenossen, die Herausforderungen zu meistern. Sie sind der Herzschlag der Wanderung, unermüdlich in Bewegung, unermüdlich im Kampf ums Überleben.
Unter dem sengenden Himmel bebt der Boden im Rhythmus der Hufe der sich bewegenden Gnu-Herde. Doch inmitten dieser scheinbar friedlichen Szenerie lauert Gefahr im hüfthohen Gras. Ein Gepard hat sein Ziel im Visier. Mit seinem schlanken Körper, den langen Beinen, der tiefen Brust und der federartigen Wirbelsäule ist der Gepard das schnellste Tier der Welt. Seine kalten Augen sind auf ein junges Antilopenjunges gerichtet, das sich von der Herde gelöst hat. Mit seinem gefleckten Fell, das ihm in der sonnenverbrannten Steppe perfekte Tarnung bietet, nähert sich der Gepard seiner Beute mit wenigen windleichten Schritten. Dann der Sprung. Wieder treffen die scharfen Krallen die Hinterbeine der Beute. In der Ferne läuft die Herde weiter, als wäre nichts geschehen. In diesem brutalen Kampf ist der Tod unvermeidlich. Und das Leben muss weitergehen. Zwischen den zahlreichen Antilopen sind schwarz-weiße Streifen zu sehen. Zebras, die stillen Vorreiter der Wanderung. Mit ihrem scharfen Sehvermögen und ihrem empfindlichen Geruchssinn können Zebras Gefahren schon von weitem erkennen und sich die Route über viele Wanderungsjahre hinweg merken. Sie laufen meist voraus, suchen den Weg und führen die Herde durch gefährliches Gelände. Die enge Herdenstruktur und die strenge Organisation helfen ihnen, sich gegenseitig zu schützen, insbesondere die Jungtiere. Bei Angriffen geraten sie nicht in Panik, sondern können mit kräftigen Tritten zurückschlagen. Auf dieser Reise ums Überleben sind die Zebras die Augen der Herde. Sie führen sie an und warnen die Nachfolgenden vor Gefahren. Inmitten der hektischen Wanderung schlängeln sich kleine, aber flinke Tiere zwischen den großen Herden hindurch, Thompson, Gnus, Grand Gnus und Impalas. Obwohl sie zahlenmäßig nicht auffallen, sind sie ein wichtiges Glied in diesem sich ständig verändernden Ökosystem.
Thomson Gnus sind klein, haben auffällige schwarze Streifen an den Flanken und sind bekannt für ihre Schnelligkeit und ihre spektakulären Sprünge, mit denen sie sich in Sicherheit bringen. Grand Gnus sind größer und kräftiger und leben meist in kleinen, aber eng verbundenen Gruppen. Impalas sind extrem ausdauernd und können bei Gefahr bis zu 3 Meter hochspringen, was ihnen beeindruckende Fluchtmanöver in der Steppe ermöglicht. Im Gegensatz zu größeren Arten, die sich auf ihre Größe oder ihre Orientierungsfähigkeit verlassen, überleben diese Antilopenarten durch Vorsicht und blitzschnelle Reflexe. Sie sind stets wachsam halten, einen angemessenen Abstand zu größeren Herden und sind bereit, sofort die Richtung zu wechseln, wenn sie ungewöhnliche Bewegungen wahrnehmen. Auf ihrer Wanderung sind sie ein Symbol für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Überlebenskünstler, die dank ihrer Schnelligkeit und Wachsamkeit in einer Gegend, in der alles zum Raubtier werden kann, bestehen. Die Reise geht weiter und die kenianische Steppe verwandelt sich allmählich in ein Schlachtfeld ohne Schüsse. Wenn die Herden durch das offene Land ziehen, wo die Bäume spärlich stehen und das Gras bauchhoch ist, tauchen die Raubtiere auf. Jeder Schritt ist nicht nur eine Reise auf der Suche nach Leben, sondern auch ein Spiel mit dem Tod. Nicht weit entfernt im Schatten der Bäume ruht sich eine Löwenfamilie in der sengenden Hitze aus. Der Anführer der Gruppe liegt ruhig da, umgeben von den Weibchen, den wahren Jägerinnen des Rudels. Sie beobachten die sich nähernde Herde. Die Löwenjungen spielen neben ihnen und ahnen noch nicht, dass heute vielleicht der Tag ist, an dem sie zum ersten Mal eine Jagd miterleben werden. Die Löwen haben es nicht eilig. Sie warten ab, beobachten genau und wählen das schwächste Beutetier aus. Als die Sonne langsam untergeht, verwandeln sich die Löwen von gelassenen Tieren in präzise und kaltblütige Jäger. Als die Sonne lange Schatten über die Steppe wirft, erhebt sich die Löwenrudel. Ihre Schritte sind leicht, als würden sie über das Gras gleiten, ohne ein Geräusch zu machen. Das heutige Ziel, eine Herde Zebras, die nicht weit entfernt grast. Sie sind so mit der Suche nach frischem Gras beschäftigt, dass sie die nahende Gefahr nicht bemerken. Ein junges Zebra bleibt etwas zurück. Das ist das Ziel.
Plötzlich springt eine Löwin aus dem Gras. Die Zebras geraten in Panik und rennen davon, aber für das junge Zebra ist es zu spät. In nur wenigen Sekunden ist die Jagd vorbei. Die Löwen sind erfolgreich. Die Löwenjungen kommen herbeigelaufen und kosten zum ersten Mal das Fleisch eines wilden Tieres, wo der Instinkt das einzige Gesetz ist, um zu überleben. Während die Löwen ihre Beute genießen, ist in einem anderen Teil der Steppe eine andere Familie in Bewegung, die Hyänen. Oft mit ihrem seltsamen Lachen und ihrem Ruf als Aasfresser in Verbindung gebracht, wissen nur wenige, dass sie zu den effizientesten Raubtieren Afrikas gehören und eine der am besten organisierten sozialen Gruppen des Kontinents bilden. An ihrer Spitze stehen große, entschlossene und listige Weibchen. Unter ihrer strengen Führung jagen die Hyänen taktisch und koordiniert nicht weniger als eine Löwenrudel. Und wenn die Nacht hereinbricht, werden sie zum Schrecken der gesamten Steppe, ausdauernd hartnäckig und immer auf der Lauer. Zwei Raubtiere, die Löwen und die klugen Hyänen, beginnen nun sich für die Wanderherde zu interessieren. Für sie ist es ein Festmahl in der Trockenzeit. Für die Wanderer ist es ein Ort, an dem Leben und Tod nur einen Schritt voneinander entfernt sind. Nach vielen Tagen durch dichtes Gebüsch, sonnenverbrannte Grasflächen und gefährliche menschenleere Felder erreicht die Herde endlich die größte Herausforderung ihrer Reise, den Mara-Fluss. Unter der sengenden Sonne ist das Wasser des Flusses trüb und schäumend, das andere Ufer sieht grün und wie ein Versprechen aus. Aber um dorthin zu gelangen, mussten sie das reißende Wasser durchqueren, in dem die tödlichsten Kreaturen dieser Region lauerten, Nilkrokodile. Versteckt unter der Wasseroberfläche mit kalten Augen, die aus dem Wasser ragten, hatten die alten Krokodile den ganzen Tag gewartet. Sie wussten genau, dass zu dieser Jahreszeit das große Festmahl begann, und heute hatten sie sich die Gnus als Beute ausgesucht. Als die Herde in den Fluss wartet, wird das Wasser schnell von Hunderten von Pfoten aufgewühlt. In dem chaotischen Getümmel verliert ein junges Gnu das Gleichgewicht und bleibt hinter den anderen zurück.
Nur eine Sekunde des Zögerns und die Wasseroberfläche bricht plötzlich auf. Am Ufer laufen die anderen weiter, als wüssten sie nichts von dem Schicksal, das sich hinter ihnen abspielt. Denn für sie bedeutet Zögern den Tod. Und die Krokodile, die wie Götter in der Dunkelheit lauern, warten still auf weitere Nachzügler. Die Überquerung des Mara-Flusses ist nicht Teil der Reise, sondern die härteste Prüfung des Lebens in der Wildnis. Wer sie übersteht, darf leben. Wer zurückbleibt, wird zur Beute der lautlosen Raubtiere unter der Wasseroberfläche. Auf der anderen Seite des Mara-Flusses, in einer Region mit saftigem Gras, werden die Überlebenden schließlich empfangen. Nach einer grausamen Reise beginnt hier das Leben von Neuem. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft bringen die Gnus gleichzeitig ihre Jungen zur Welt. Die Kälber kommen in großer Zahl zur Welt, stehen schnell auf und lernen innerhalb weniger Minuten laufen, ein Überlebensinstinkt in der rauen Natur. Zebras Thomson, Gnus und Impalas beginnen ebenfalls ihre Brunftzeit. Nicht nur Raubtiere, auch das raue Wetter bedroht das Überleben der Jungtiere. Doch nur wenige Stunden nach ihrer Geburt können sie bereits Aufstehen ihrer Mutter folgen und sich in den unermüdlichen Zug einreihen, eine wundersame Anpassungsfähigkeit der Natur. Der Zug ist zu Ende, aber es ist auch der Beginn eines neuen Kreislaufs, in dem neues Leben zwischen Regentropfen und den ersten Lauten der Kälber keimt. Die Regenzeit ist vorbei, das Gras ist verdorrt, das Wasser versiegt. Die Masai Mara ist nicht mehr das gelobte Land. Wieder einmal erwacht der Urinstinkt. Gnus, Zebras und andere Antilopenarten versammeln sich in Herden und bereiten sich auf die Abreise, vor diesmal in Richtung Süden. Die Reise beginnt erneut mit den bekannten Gefahren Löwen, Hyänen, Krokodile und reißende Flüsse.
aber sie gehen weiter, denn das ist der Kreislauf des Lebens. Der Migrationszyklus schließt sich nur, um eine neue Reise zu beginnen. Auf der kenianischen Savanne steht das Leben niemals still. Das ist der endlose Kreislauf der wilden Natur. Die große Wanderung in Kenia ist nicht nur ein grandioses Naturphänomen, sondern auch eine tiefgreifende Lektion über das Überleben in der Wildnis. Gnu und Zebras überleben dank der Stärke ihrer Herde. Wenn eines der Tiere Gefahr wittert, ändert die gesamte Herde sofort die Richtung, um den Raubtier abzulenken und einen Angriff zu verhindern. Dieser Reflex ist das Ergebnis einer millionenjährigen Evolution. Zebras und Thomson-Gnus haben extrem scharfe Augen und ein sehr gutes Gehör, wodurch sie Gefahren schon von weitem erkennen können. In einer Umgebung, in der der Tod allgegenwärtig ist, sind schnelle Reflexe überlebenswichtig. Gnu-Kälber brauchen nur wenige Minuten, um aufzustehen und wenige Stunden, um mit der Herde mitzulaufen. Sie haben keine Zeit, sich erst langsam anzupassen. Das ist eine Überlebensvoraussetzung. Wenn Hunderttausende Jungtiere gleichzeitig zur Welt kommen, können Raubtiere sie unmöglich alle fangen. Das ist eine clevere Überlebensstrategie der Natur. Durch die Überzahl erhöht sich die Überlebenschance. Nach den harten Monaten kehrt der Regen zurück, die Ebene erwacht zu neuem Leben. Der Migrationszyklus schließt sich und ein neuer Lebenszyklus beginnt. In der Natur hört das Leben niemals auf, man muss sich nur anpassen und immer weitergehen. Amazonas-Mysterium. Der Überlebenskampf der Raubtiere. Zwischen Leben und Tod. Die Sonne geht langsam auf und durchdringt das dichte Blätterdach des Amazonas-Dschungels.
Ihr Licht fällt auf den mit verrottenden Blättern und verworrenen Wurzeln bedeckten Boden. In diesem friedlichen Bild eines tropischen Morgens scheinen alle Lebewesen die seltene Sanftheit der Natur zu genießen. Doch irgendwo verborgen hinter dem dichten Gebüsch beobachtet ein Paar goldbrauner Augen jede Bewegung in absoluter Stille. Der Jaguar ist die größte Katze Südamerikas und eines der furchterregendsten Raubtiere des Amazonas, das seine Beute verfolgt. Mit seinem goldenen Fell, übersät mit charakteristischen schwarzen Rosettenmustern, scheint er im Wechselspiel von Sonnenlicht und Dunkelheit des Waldes zu verschmelzen. Jeder seiner Schritte ist leicht wie Tau und hinterlässt kaum Spuren auf dem trockenen Blätterteppich. Seine anmutige und markante Erscheinung ist nicht nur das Ergebnis jahrmillionenalter Evolution, sondern auch das perfekte Überlebenswerkzeug in diesem chaotischen Dschungel. Der Panthera onca ist nicht nur ein Symbol wilder Kraft, sondern auch die Verkörperung hochentwickelter Anpassung. Im Gegensatz zu seinen entfernten Verwandten wie Löwen oder Tigern besitzt der Leopard einen kräftigen Körper, breite Schultern, einen großen Kopf und stark entwickelte Kiefer, die ihm die kräftigsten Bisse aller Großkatzen ermöglichen. Seine Zähne sind stark genug, um den Schädel oder den dicken Panzer einer Süßwasserschildkröte zu durchdringen, etwas, das nur sehr wenige Fleischfresser können. Im Gegensatz zu vielen anderen Raubtieren in der Katzenwelt, die nachts jagen, kann der Leopard je nach Umweltbedingungen und Beute sowohl tagsüber als auch nachts aktiv sein. Seine hervorragenden Schwimmfähigkeiten machen ihn zu einer der wenigen Katzen, die nicht zögern, Flüsse und Bäche zu durchwaten oder ins Wasser zu tauchen, um Fische, Schildkröten und sogar junge Krokodile zu fangen. Das Revier des Jaguars kann sich über Dutzende bis Hunderte Quadratkilometer erstrecken und er ist außer während der Paarungszeit die meiste Zeit seines Lebens einzelgängerisch. Bei der Jagd verfolgt er seine Beute nicht über weite Distanzen wie Wildhunde oder Wölfe, sondern setzt auf eine Pirschtaktik. Er nähert sich so lautlos wie möglich und versetzt ihr dann in Sekundenbruchteilen einen tödlichen Schlag. Die Kombination aus Kraft, Wendigkeit und kalter Angriffstaktik macht den Jaguar zu einer Macht, vor der sich alle anderen Lebewesen im Amazonasgebiet in Acht nehmen müssen. Selbst wenn sie ihn nicht sehen können, spüren sie seine Anwesenheit wie einen goldenen Geist, der im tiefen Wald lauert. Die Sonne steht hoch am Himmel und das Licht, das durch jede Blätterschicht fällt, erzeugt tanzende goldene Streifen auf Boden und Wasser. Die heiße Mittagsluft lässt die meisten Lebewesen Schutz im Schatten suchen. Doch für dieses Spitzenprädatortier ist die Stille des Mittags die perfekte Gelegenheit zum Zuschlagen. Das überflutete Flussufer fließt leise durch die Wurzeln der Bäume, die sich tief in den Boden graben. Auf der glitzernden Oberfläche sonnt sich ein junger Kaiman, ein kleiner Verwandter des Krokodils, auf einer kleinen Sandbank. Er wähnt sich hier sicher.
Doch er ahnt nicht, dass er ins Visier eines erfahrenen Raubtiers geraten ist. Der Jaguar beobachtet schweigend, seine scharfen Augen durchleuchten jede Bewegung. Obwohl er eine Katze ist, hat er keine Angst vor Wasser. Im Gegenteil, das Wasser ist sein Verbündeter bei waghalsigen Angriffen. Kein Laut. Der Jaguar gleitet hinab, jeder Schritt geschickt im nassen Schlamm gesetzt, ohne laut genug zu sein, um seine Beute zu alarmieren. In der Wildnis sind die Starken nicht immer die Größeren, sondern diejenigen, die zu warten wissen, im richtigen Moment zuzuschlagen und vor keiner Gefahr zurückzuschrecken. Und genau das ist der Jaguar im Amazonasgebiet. Das schräg einfallende Nachmittagslicht breitet sich wie ein Spiegel über die ruhige Wasseroberfläche aus. Der tiefblaue Fluss schlängelt sich wie ein weicher Seidenstreifen durch den Amazonasdschungel, durch die Wildnis, wo alle Lebewesen nach den Gesetzen der uralten Natur leben. Auf der friedlichen Wasseroberfläche erzeugt eine leichte Bewegung, kleine Wellen, und dann ertönt ein charakteristisches Schnauben. Und dann erscheint eine ganze Familie in einer Reihe schwimmend, die Köpfe hoch, erhoben die Augen unentwegt umherhuschend. Das ist der Riesenotter, der Wasserraubtier am oberen Ende der Nahrungskette. Mit einer Länge von bis zu 1,8 Metern und einem Gewicht von über 30 Kilogramm sind sie erfahrene Jäger, intelligent und äußerst vereint. Ihr wissenschaftlicher Name ist Pteronura brasiliensis. Dies ist der größte Otter der Welt und kommt nur im Amazonasbecken und einigen umliegenden Gebieten vor. Im Gegensatz zum einzelgängerischen Jaguar leben Riesenotter in Familien von 5 bis 10 Tieren, manchmal auch mehr. Sie jagen gemeinsam, ziehen ihre Jungen auf und verteidigen ihr Revier mit unglaublicher Organisation. Ihr Fell ist dunkelbraun und glänzend mit weißen Bögen am Hals, die jedem Tier als einzigartiges Erkennungszeichen dienen. Im Wasser gleiten sie dank ihres langen, flexiblen Körpers mit unglaublicher Geschwindigkeit. Ihre starken Zähne ermöglichen es ihnen, Fischhaut zu durchbeißen, und ihre scharfen Krallen dienen zum Greifen ihrer Beute. Ihre Hauptnahrung sind Fische, insbesondere Welse und Piranhas, die sie mit großer Geschicklichkeit jagen. Bei der Jagd koordiniert sich die Gruppe rhythmisch, kommuniziert durch Rufe, umkreist und greift äußerst effektiv an. Die ständigen Zisch-, Pfeif- und Knurrgeräusche, fast wie eine eigene Sprache, zeugen von einer in der Wildnis seltenen Interaktion und Verbundenheit.
Riesenotter sind nicht nur Jäger, sondern auch hingebungsvolle Eltern. Sie graben Höhlen an Flussufern, deren Eingänge überflutet sind, um Raubtieren zu entgehen, und werden stets von anderen bewacht, wenn ihre Jungen spielen oder fressen. Ihre Koordination und ihr familiärer Zusammenhalt lassen einen an frühe menschliche Gesellschaften denken, in denen das Überleben eng mit dem Kollektiv verknüpft war. Der Regen beginnt sanft auf das Blätterdach des Waldes zu fallen. Jeder Tropfen rollt durch die handtellergroßen Blätter und fällt mit gleichmäßigem Prasseln zu Boden. Die Waldluft wird feucht und kühl und der stechende Geruch von Verwesung durchdringt jede leichte Brise. Vor diesem dunkelgrünen Hintergrund erscheint ein leuchtend gelber Strahl wie eine Warnung auf dem nassen Moos. Es ist der Pfeilgiftfrosch, ein kleines Lebewesen, das jedoch die furchterregendste Waffe im Amazonas-Regenwald in sich trägt. Mit einer Länge von nur 2 bis 5 cm mag er zu klein erscheinen, um gefährlich zu sein. Doch seine leuchtenden Farben Gelb, Blau, Orange oder Rot sind nicht nur schön, sondern auch eine tödliche Warnung für jeden, der es wagt, sich ihm zu nähern. Sie gehören zur Familie der Dendrobatidae und sind für ihr tödliches Gift Batrachotoxin bekannt, das in geringen Mengen das Nervensystem lähmen und das Herz zum Stillstand bringen kann. Sie sind hauptsächlich tagsüber aktiv, was für viele Amphibien ungewöhnlich ist, und bewegen sich lautlos durch das feuchte Laub. Trotz ihrer geringen Größe sind sie extrem territorial und geben manchmal kurze Rufe von sich, um ihre Souveränität zu signalisieren. Jedes Individuum hat sein eigenes Revier, oft um einen morschen Baumstumpf herum, wo es während der Brutzeit nach Insekten sucht und Partner findet. Im Dschungel ist Größe kein Maß für Stärke. Dank ihrer leuchtenden Farben und ihres tödlichen Giftes müssen Pfeilgiftfrösche nicht vor ihren Feinden weglaufen und lernen, nach verheerenden Begegnungen wegzubleiben. Und so überleben die winzigen Lebewesen lautlos und doch kraftvoll im feuchten Nebel und endlosen Laub des Amazonas. Unter dem Blätterdach des Amazonas-Regenwalds schlängelt sich ein Riesentausendfüßler, durch die feuchten, verrottenden Blätter verborgen im gesprenkelten Sonnenlicht. Mit einer Länge von bis zu 30 Zentimetern, einem klar segmentierten Körper und Dutzenden von Beinen, die sich wie Wellen bewegen, verkörpert dieses Raubtier Stille und Präzision. Der Amazonas-Riesentausendfüßler Scolopendra gigantea frisst nicht nur Insekten, sondern greift auch kleine Schlangen, Vogelbabys und Mäuse an. Seine Vorderbeine haben sich zu giftigen Fängen entwickelt, die Neurotoxine injizieren, die sofortige Lähmung verursachen. Er jagt nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Hinterhalt und blitzschnelle Schläge. Sein Körper, obwohl von einem harten Panzer umgeben, muss sich wie bei vielen anderen Arthropoden erst häuten. Dies ist der seltene Moment, in dem er zerbrechlich wird. Die äußere Schale bricht vertikal auf und gibt den Blick auf einen weichen, glänzenden Körper frei, der wie ein neugeborenes Lebewesen hervorkriecht.
Dieser Prozess findet im Dunkeln statt, an einem verborgenen Ort wie einer Felshöhle oder unter einer morschen Schicht, da der Tausendfüßler dann seine Verteidigungsfähigkeit verliert. Sobald er abgeschlossen ist, kehrt er zurück, um die alte Haut zu fressen, nicht nur um an die reichhaltige Calcium- und Proteinquelle zu gelangen, sondern auch um alle Spuren vor den Augen von Raubtieren und Artgenossen zu verwischen. Dieses scheinbar unheimliche Verhalten ist in Wirklichkeit Teil einer perfekten Überlebensstrategie, die ihm hilft, größer und stärker zu werden und seinen Jagdzyklus lautlos, aber effektiv fortzusetzen. Im Labyrinth des Amazonas-Dschungels, wo Flüsse sich wie die Blutgefäße eines lebendigen Ökosystems schlängeln, gibt es ein Lebewesen, das lautlos dahingleitet, aber die Kraft besitzt ein Leben im Handumdrehen zu vernichten, die Anaconda, die massereichste Schlange der Welt und zugleich einer der furchterregendsten, verborgenen Killer in diesem Land. Ihr wissenschaftlicher Name ist Eunectes murinus, auch bekannt als südamerikanischer grüner Python. Obwohl sie nicht so lang ist wie der asiatische Netzpython, aber mit einer durchschnittlichen Länge von 5 bis 6 Metern. Manche Exemplare übersteigen sogar 9 Meter und wiegen über 200 Kilogramm. Besitzt die Anaconda kräftige Muskeln und eine Druckkraft, die stark genug ist, um die Knochen ihrer Beute in Sekundenschnelle zu brechen. Als Amphibien verbringen Anacondas die meiste Zeit unter Wasser, wo ihr enormes Gewicht keine Belastung mehr darstellt. Sie können bis zu 10 Minuten am Stück tauchen und liegen oft regungslos in Ufernähe, nur ihre Augen und Nasen ragen aus dem Wasser und warten auf den richtigen Moment. Die Nahrung der Anaconda ist sehr vielfältig. Vögel, Fische, Schildkröten, sogar Hirsche, Wildschweine und junge Kaiman-Krokodile. Doch eine ihrer beliebtesten Beutetiere ist das Wasserschwein, das größte Nagetier der Welt. An einem heißen Nachmittag verlässt eine Gruppe Wasserschweine mit großen Körpern und zotteligem braunem Fell nach einem kühlen Bad das Gras am Flussufer. Sie sind sanfte Wesen, die in Gruppen leben, sich vorsichtig bewegen, aber selten auf die Gefahren unter dem ruhigen Wasser achten. Versteckt zwischen Wasserhyazinthen und morschen Ästen rührt sich die Anaconda nicht. Unter dem ruhigen Wasser sind ihre Augen auf ihr Ziel gerichtet, ein junges Wasserschwein, das sich ein paar Schritte von der Herde entfernt hat.
Nur wenige Minuten später kehrt Ruhe ins Wasser ein, kein Blut, keine Spur, nur ein schwerer Schatten gleitet langsam davon und trägt die Folgen eines perfekten Hinterhalts mit sich. Die Dämmerung senkt sich über die hohen Baumwipfel, färbt den stillen Fluss golden und erleuchtet den Amazonashimmel in einem feuerroten Orange. Die Geräusche des Waldes verändern ihren Ton, das Zirpen der Insekten ersetzt allmählich den Vogelgesang am Tag und signalisiert den Übergang zwischen zwei Welten, eine ruhige und strahlende, eine geheimnisvolle und voller Ungewissheit.